Freunde mit Benzin im Blut und willkommen zu einem neuen Kapitel von It's a Mod World. Zurück bei Automobilista will ich heute eine Strecke testen, die man nicht oft zu sehen bekommt. Vielleicht, weil sie selbst auf Deutsch schwer auszusprechen ist. Oschersleben. Ich mag diese Strecke sehr. Ich finde sie sehr interessant, sowohl zum Anschauen wie zum Fahren. Also werde ich sie testen. Ich habe mir einen Camaro geholt, weil ich dieses Auto noch nie ausprobiert hatte und mir gedacht habe, dass ich es auf einer Strecke fahren möchte, die ich halbwegs gut kenne. Lass uns loslegen. Fangen wir langsam an und machen danach etwas schneller. Das ist die Start- und Zielgerade, wo natürlich viele Überholmanöver stattfinden. Besonders wenn DRS benutzt wird. Jetzt sehr vorsichtig, denn dies ist eine Kurve, bei der viele Piloten Mist bauen. Wir müssen bremsen und dann nehmen wir es ist fast eine 90-Grad-Kurve und dann kommt diese wunderschöne lange Rechtskurve, die mit einer kurzen Geraden endet. Und dann muss man bremsen, denn es kommt eine lange Rechts-Links-Kurve natürlich. Sehr kurze Gerade. Dann kommt eine Kombination von Kurven. Sie beginnt mit einer Linkskurve. Dann wieder nach links. Und noch einmal kurz links und dann eine Rechtskurve. Eng. Und wenn ihr hier richtig hinkommt, könnt ihr viel Zeit gut machen. Nun enden diese S's in einer Geraden. Hier könnt ihr Vollgas geben, wenn ihr richtig rauskommt. Seid aber sehr vorsichtig, weil sie zwar nicht so aussieht, aber die Kurve hier ist sehr, sehr schwierig, wenn ihr nicht rechtzeitig bremst. Und eine Linkskurve, gefolgt von einer rechten. Da braucht ihr nicht zu bremsen. Und wir sind zurück auf der Start- und Zielgerade. Versucht diese Kurve mit so viel Geschwindigkeit wie ihr könnt zu nehmen. Damit ihr hier gut rauskommt. Bremsen. Versucht die Geschwindigkeit noch in der Kurve zu erhöhen. Ich muss den Wagen noch kennenlernen, insbesondere die Bremsen und die Gänge. Hier geht's mit Vollgas. Versucht die hier möglichst gerade zu schaffen. Und denkt an die nächste Kurve. Die kann man ruhig im dritten nehmen, ich habe zu weit runtergeschaltet.
Hier ein bisschen vom Gas gehen und sobald es wieder möglich ist, wieder Gas geben. Hier musst du bremsen. Und wir sind wieder auf der Zielgeraden. Immer am Anfang eines Rennens sieht man viel Chaos hier. Diese Kurvenkombination ist schon an sich schwierig. Und wenn man kalte Reifen und kalte Bremsen hat, wird sie noch schwieriger. Vielen Dank, Automobilista, dass du mich auf den 18. gesetzt hast. Das ist fantastisch. Echt. Car right. Still there. Clear. 3 wide, you're on the left. All clear. Watch your right. Clear right. On your left. Still there. Clear. Clear left. On your right. Oschersleben besteht seit 1997. Hold your line. Hold your line. Clear. Watch your left. Keep right. Und sie hat die WTCC von 2005 bis 2011 gesehen. Keep left. Clear. Yellow flag. Und die DTM von 2003 bis 2016. Gerüchteweise hört man, dass die DTM 2019 zurück nach Oschersleben kommt. Ich würde sagen, Oschersleben ist wie gemacht für Tourenwagen. Aber es sind nicht nur Tourenwagen, die hier fahren, sondern auch Car left. All clear. die Beiwagen-Weltmeisterschaft und die Formel 3 Euro-Serie. Ups. Watch your right. Keep left. Hold your line. Clear. Immer vorsichtig mit dieser Kurve. Habt ihr es gesehen? Hier könnt ihr leicht die Kontrolle verlieren, wenn ihr sie zu aggressiv nimmt. Nächstes Beispiel. Schaut, wie das rote Auto von mir fast die Kontrolle verliert. Die Kombination aus Camaro und Oschersleben ist sehr gut. Das ist ein schnuckliges, kleines Auto. Das sich auf dieser Strecke sehr gut fährt. Diese Kurvenkombination richtig zu nehmen, ist ein Gefühl fast so gut wie Eau Rouge richtig zu bekommen. Und das heißt Left was. side. Clear. Wie immer meine Zusammenfassung. Bleib weg von den Curbs auf den Essen.
Diese Mod ist nicht spektakulär, dafür ist es die Strecke und die Mod ist gut gemacht. Es macht Spaß hier zu rennen. Der Camaro und diese Strecke verstehen sich sehr gut, eine angenehme Überraschung. Wenn ihr nach dem Zuschauen meint, dass ihr diese Strecke hinbekommt, dann holt euch diese Mod. Oschersleben ist eine fantastische Strecke, ich mag sie sehr. Und diese Mod ist sehr gut, wenn es darum geht, das Fahrgefühl von Oschersleben zu vermitteln. Ihr werdet eine Menge Spaß haben, auch im Rennen. Das wäre alles für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Der Download-Link ist wie immer in der Beschreibung des Videos. Und wenn ihr bei den Mod-Tests mitmachen möchtet, lasst es uns wissen und wir werden was arrangieren. Wenn euch dieses Video gefallen hat, seid so freundlich und hinterlasst einen Like. Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert die Videos und vergesst nicht, auf die Glocke zu klicken. Bis zum nächsten Mal, spart Sprit, sammelt Pickup und wir sehen uns auf dem Podium. Besucht romrom.net, um mit anderen Fahrern und Fans in Verbindung zu kommen.